So, willkommen zu einem neuen Schachvideo und wir reisen heute in das Jahr 1858. Paul Morphy ist zu der Zeit der stärkste Spieler der Welt hier auf Europareise und in dieser Partie ist er in Paris, nicht in einem Turniersaal, sondern in der Oper. Er spielt in der Loge des Herzogs von Braunschweig auf dessen Einladung mit den weißen Steinen, der Herzog von Braunschweig mit Schwarz. Der berät sich während der Partie auch immer mit einem Freund, während nebenbei die Oper, ich glaube, der Barbier von Sevilla läuft. Und wir gucken uns an, warum diese Partie so berühmt ist, dass er einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Und man achte vor allem darauf, wie schnell Paul Morphy sich entwickelt. Der Anfangszug E4 und E5, das kennt ihr alles. Springer F3 auch soweit bekannt. Der Herzog von Braunschweig verteidigt sich hier mit Bauer D6. Die konsequente Antwort, falls ihr so etwas einmal seht in einer Partie, ist Bauer D4. Die Drohung ist jetzt, dass ihr hier schlagen könnt auf E5 und wenn zurückgeschlagen wird, werden die Damen getauscht und die schwarze Rochade ist kaputt. Schwarz spielt hier eine Antwort Läufer G4. Und die Idee ist, nach Bauer schlägt E5 nicht sofort zurückzuschlagen. Denn würde er sofort zurückschlagen, würde nicht nur die schwarze Rochade kaputt gehen, es würde auch noch ein Bauer verloren gehen. Und Weiß stände ganz klar auf Vorteil. Die Idee des Herzogs von Braunschweig ist eine andere. Er hat Läufer G4 gespielt, um an dieser Stelle, nachdem Weiß hier schlägt, mit dem Läufer auf F3 zurückzuschlagen. Und nachdem die Dame zurückschlägt, ist nach Bauer schlägt E5 nicht nur keine Gefahr, dass die Rochade kaputt geht, da der Springer weg ist, ist der Bauer E5 auch nicht weiter bedroht. Und Weiß am Zug spielt Läufer C4 und droht etwas, was ihr auch sehr gut kennt, nämlich das Schäfermatt. Läufer und Dame greifen zusammen den Bauern F7 an. Hier muss Schwarz tätig werden und er macht es, indem er eine Figur dazwischen zieht, Springer F6 und Paul Morphy spielt Dame B3. Das ist ein Doppelangriff auf die Bauern F7 und B7. F7 nur vom König gedeckt, B7 völlig ungedeckt. Welchen rettet man ganz konsequent? Dame E7 deckt den Bauern beim König. Hat noch eine zweite Idee. Sollte Paul Morphy hier den Bauern auf B7 schlagen, hatte der Herzog von Braunschweig vor, ein Schach zu geben. Und das würde den Damentauscher zwingen. Wenn die weiße Dame hier zurückschlägt und der Läufer dann wieder schlägt, hat der Herzog von Braunschweig gedacht, er würde eine lange Partie gegen den berühmten Paul Morphy bekommen. Paul Morphy wollte nichts in der Art. Deswegen, statt den Bauern zu nehmen, entwickelt er sich konsequent weiter. Springer nach C3, deckt den Bauern E4, droht nach vorne zu springen und die Dame anzugreifen. Das heißt, weiter Druck zu machen. Und das veranlasst den Herzog, einen weiteren Bauernzug zu spielen. Bauer C6, damit ist auch der Bauer B7 gedeckt. Und wie wir schon gesagt haben, die schnelle Entwicklung von Paul Morphy, die letzte Leichtfigur kommt ins Spiel, der Läufer nach G5 fesselt den Springer auf F6. Die Figuren kommen mehr und mehr ins Spiel, während der Herzog von Braunschweig hier in der Entwicklung hinterherhinkt. Und der eigentliche Fehler der Partie kommt jetzt und das ist der Bauernzug Bauer B5. Das ist so fatal, weil Schwarz in der Entwicklung zurückliegt, der schwarze König noch in der Mitte ist und das gibt nun die Gelegenheit für Weiß, Angriffslinien und Diagonalen zum schwarzen König aufzumachen. Paul Morphy gibt dafür einen Springer gegen zwei Bauern und nach diesem Schach wird deutlich, der König kommt unter Beschuss. Springer D7 zieht dazwischen, beide Springer jetzt gefesselt und Weiß entwickelt sich weiter, König in Sicherheit, Turm entwickelt und der entwickelte Turm greift nochmal die gefesselte Figur an. Die kann man nochmal.
Der schwarze Turm geht nach D8, aber da Weiß seine Figuren viel schneller ins Spiel bringen kann, schlägt Paul Morphy mit dem Turm auf D7, opfert die Qualität, wie man sagt, und nachdem der Turm zurückschlägt, ist jetzt der Turm gefesselt auf D7 und der andere weiße Turm kann schnell ins Spiel kommen. Wenn man rein das Material zählt, sieht man, dass Schwarz hier einen Turm mehr hat. Aber es ist der Turm, der völlig unentwickelt in der Ecke steht. Und wenn wir dazu noch nehmen, dass der König in der Mitte steht und der Läufer auf F8 auch nicht im Spiel ist, können wir sehen, dass Weiß von den Figuren, die wirklich mitspielen, im Vorteil ist. Damit das nicht so bleibt, will der Herzog von Braunschweig Figuren tauschen. Dame E6 bietet den Damentausch an und wenn Material weiter getauscht wird und man in ein Endspiel geht mit einem Turm mehr, würde natürlich Schwarz die Partie gewinnen. Aber Morphy kann erstmal mit dem Läufer auf D7 schlagen, die Qualität sozusagen zurückholen und dadurch, dass das hier ein Doppelangriff auf König und Dame ist, ein Schach, muss Schwarz reagieren, hat keine Zeit, die Damen zu tauschen. Und nachdem der Springer auf D7 schlägt, denkt vielleicht der Herzog, dass er hier schon aus dem Gröbsten raus ist, doch es ist eine fatale Täuschung, denn hier lauert ein Matt in 2. Wer schnell genug auf den Pausenknopf jetzt drückt, der kann sich das selbst überlegen. Wir machen aber in der Partie weiter, denn Weiß hat keine Probleme, dieses Matt schnell zu sehen und opfert seine Dame auf B8. Der Springer muss schlagen, einen anderen Zug gibt es nicht und die letzten beiden verbliebenen Figuren sorgen für das Schachmatt. Turm D8 gedeckt vom Läufer, kein Ausweg, niemand kann mehr etwas tun, die Partie ist beendet und Paul Morphy geht mit dieser legendären Opernpartie wie insgesamt durch sein schnelles Angriffs- und Opferspiel in die Geschichte ein, als vielleicht der größte Schachspieler, bevor wir die Schachweltmeisterschaften kriegen. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's ganz gut.